Ich habe viel gereist und viele Menschen kennengelernt. Aber was ich in den letzten 2 Jahren in Deutschland gesehen habe, hat mich wirklich überrascht. Der Grund für meine Überraschung? Menschen aus Amerika wandern nach Deutschland aus. Und es wird jedes Jahr mehr. Familien, junge Berufstätige, Rentner. Ist das Leben hier in Deutschland wirklich besser? Die Antwort auf diese Frage bekommt ihr, wenn ihr das Video bis zum Ende schaut. Ich werde sie euch mit Statistiken beantworten. Das Leben, das uns in den sozialen Medien gezeigt wird, entspricht in der Realität nicht immer der Wahrheit. Dein Gehalt mag hoch sein, aber die Ausgaben sind genauso hoch. Die Steuern sind sehr hoch. Das ist die Schwachstelle der Deutschen. Zunächst möchte ich eines sagen. Diese Migrationswelle ist real. Das Wall Street Journal hat letzten Monat eine Statistik zur Auswanderung aus Amerika nach Deutschland veröffentlicht und geschrieben, dass die Zahl der Menschen, die von Amerika nach Deutschland auswandern, steigt und sich die Grafik verändert. Das ist etwas, das seit 1935, also seit der Großen Depression, nicht mehr gesehen wurde. Laut Berechnungen des Brookings Institution sind allein 2025 mindestens 150.000 bis 180.000 Amerikaner ins Ausland gezogen. Und es wird erwartet, dass diese Zahl 2026 noch weiter steigen wird. Wir schauen besonders auf Deutschland. Letztes Jahr war die Zahl der Amerikaner, die nach Deutschland kamen, größer als die Zahl der Deutschen, die nach Amerika gingen. Zum ersten Mal in der Geschichte. In Städten wie Berlin wachsen amerikanische Gemeinschaften. Lebenshaltungskosten. Das ist die eigentliche Frage. Deutschland oder Amerika? Hör genau zu. Die durchschnittlichen monatlichen Lebenshaltungskosten in Deutschland betragen etwa 1.755 $. In Amerika liegt diese Zahl bei 2.516 $. Das heißt, Amerika ist zwischen 30 und 37% teurer als Deutschland. Aber der Durchschnitt erzählt nicht immer die ganze Geschichte. Schauen wir konkreter hin. Eine Einzimmerwohnung. In Städten wie Leipzig oder Dresden zwischen 600 und 900 €. Wenn du nach Frankfurt oder München gehst, ja, dann steigen die Preise. Aber sie übersteigen trotzdem nicht die 1.800 $ Miete in Denver oder Seattle. Mit New York können wir gar keinen Vergleich anstellen. Rechnungen. Strom, Wasser und Internet zusammen im Durchschnitt 150 bis 200 €. Im Winter können die Heizkosten höher ausfallen, das muss ich sagen. Deutsche Heizungen sind gut isoliert, aber man sollte trotzdem vorbereitet sein. Lebensmitteleinkauf. In Discountern wie Aldi oder Lidl gibst du ungefähr 60% der amerikanischen Preise aus. Frisches Brot kostet 1 €. Qualitätsbier ist billiger als Flaschenwasser. Ein einfaches Essen im Restaurant kostet zwischen 12 und 18 €. In Amerika kostet dasselbe Essen 25 $. Aber Achtung, wenn du jeden Tag amerikanische Markenprodukte suchst, ändert sich dein Budget. Erdnussbutter kostet 6 €, im amerikanischen Burgerrestaurant 15 €. Wenn du dich an lokale Gewohnheiten anpasst, sparst du wirklich sehr viel. Das Brot der Deutschen, die lokalen Käsesorten, das Saisongemüse. Ich esse seit Jahren so und bin glücklicher damit. Diese Preise sind variabel. Wenn du dieses Video schaust, können die Preise zu diesem Zeitpunkt möglicherweise gestiegen sein. Darauf solltet ihr achten. Kommen wir auch zu den Gehältern. Ich werde ehrlich sein, das durchschnittliche Nettogehalt in Amerika beträgt etwa 4.539 $. In Deutschland liegt diese Zahl bei 3.290 $. Also sind die Gehälter in Amerika höher, das können wir nicht leugnen. Aber ich muss folgende Frage stellen. Wofür gibst du dieses zusätzliche Gehalt aus? Für die Miete? Für die Krankenversicherung? Für Kreditkartenschulden? In Deutschland kannst du weniger verdienen, aber das Geld, das am Ende des Monats in deiner Tasche bleibt, kann mehr sein als in Amerika, weil die Pflichtausgaben viel niedriger sind. Nimm einen Taschenrechner und rechne es wirklich für dich selbst durch. Rechne dabei auch die Steuern mit ein. Schreibt auch in die Kommentare, damit wir es erfahren, wie euer aktuelles Leben ist. Gesundheit. Was ich dazu sagen werde, ist sehr wichtig. In Amerika kann die monatliche Krankenversicherungsprämie für eine Familie zwischen 1.500 und 2.000 $ betragen. Dazu kommen Selbstbeteiligungen, Zuzahlungen, Überraschungsrechnungen. Die jährlichen Gesundheitsausgaben pro Person können für Amerikaner bis zu 7.500 $ betragen. In Deutschland wird das Gesundheitssystem vom Staat geregelt. Du zahlst etwa 14% deines Gehalts. Die Hälfte übernimmt der Arbeitgeber. Für jemanden, der 50.000 € verdient, bedeutet das etwa 300 € im Monat. Und dafür gibt es keine Selbstbeteiligung, keine versteckten Gebühren, keine Überraschungsrechnungen.
Ich habe kürzlich von der Geschichte einer Frau aus Florida gehört. Sie brauchte in Tampa eine Hüftoperation. Kosten $40.000. Sie ließ dieselbe Operation in Hamburg durchführen. Ihre Gesamtzahlung 280 Euro. Derselbe Vorgang, in Deutschland ausgebildete Chirurgen, moderne Klinik. Diese Zahlen mögen übertrieben klingen, sind es aber nicht. Ich habe sie von Menschen gehört, die ich persönlich kenne. Was ist mit der Arbeitskultur? Das ist sehr anders hier. In Deutschland schließen die Geschäfte um 8 Uhr abends. Sonntags ist fast alles geschlossen. Wenn dich dein Chef nach der Arbeitszeit anruft, gilt das hier als unhöflich. Der Jahresurlaubsanspruch ist gesetzlich geschützt. Um entlassen zu werden, braucht es einen triftigen Grund. Mieterhöhungen werden gesetzlich begrenzt. Das sind Teile des täglichen Lebens in Deutschland. Meine amerikanischen Freunde finden das anfangs seltsam. Warum ist sonntags alles geschlossen, fragen sie. Ich erkläre es dann so. Weil an diesem Tag die Menschen sich erholen. Sie verbringen Zeit mit der Familie, sie fahren Fahrrad, gehen in den Park, trinken Kaffee. Das ist eine Kultur, in der Produktivität nicht über alles gestellt wird. Im Deutschen gibt es einen Begriff namens Gemütlichkeit. Wörtlich ist er schwer zu übersetzen, bedeutet aber ungefähr so viel wie Behaglichkeit und Entspannung in Ruhe. Stundenlang mit Freunden im Biergarten sitzen. Ohne Eile essen. Das klingt für Menschen, die von der Leistungskultur erschöpft, anfangs sehr fremd, aber wenn man sich daran gewöhnt hat, kann man nicht mehr darauf verzichten. Ich sollte auch die Bürokratie ansprechen. Das soll nicht missverstanden werden. Die bürokratischen Prozesse in Deutschland erfordern wirklich Geduld. Ein Bankkonto zu eröffnen kann Wochen dauern. Das Internet anzuschließen kann sich monatelang hinziehen. Behörden arbeiten nur in Deutsch. Das Terminsystem ist überall. Selbst jemand, der aus der Türkei kommt, könnte sagen, das ist so langsam. Das ist Realität. Ich lebe hier seit über 50 Jahren und ärgere mich manchmal immer noch. Aber ich möchte auch hinzufügen, diese bürokratische Langsamkeit filtert Menschen heraus, die Entschlossenheit brauchen. Denn um hier Fuß zu fassen, muss man vorbereitet sein. Deutsch können, also zumindest auf Grundniveau. Geduldig sein, den Papierkram lernen. Menschen, die das können, bauen sich ein wunderschönes Leben auf. Lebenssozial und Einsamkeit. Sind Deutsche kalte Menschen? Diese Frage höre ich oft. Nein, sie sind nicht kalt, aber sie sind vorsichtig und sie respektieren Regeln. Sie öffnen nicht vom ersten Tag an die Arme für dich. Diese schnelle Freundschaft aus der amerikanischen Kultur gibt es hier nicht. Es gibt tiefe, aber langsam entstehende Bindungen. Jemand aus Berlin, den ich kenne, sagte, die ersten 6 Monate habe ich mich sehr einsam gefühlt, aber jetzt habe ich echte Freunde. Nur ein paar, aber das ist eine tiefe Verbindung. Ich habe Nachbarn, ich kenne meinen Lebensmittelhändler, mein Arzt ruft mich beim Namen. Die Entfernung zur Familie ist auch ein wichtiges Thema. Wenn jemand, der in Amerika aufgewachsen ist, nach Deutschland zieht, kann das Gefühl, bei wichtigen Momenten nicht dabei sein zu können, schwer wiegen. Das sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen. Das ist eine Realität. Wetter und Klima. Die Winter in Deutschland sind lang und dunkel. Von November bis März wenig Sonne, viel Regen. Das kann für Menschen, die in sonnigen Gegenden aufgewachsen sind, eine ernsthafte Herausforderung sein. Saisondepression ist eine echte Sache. Ich nehme das nicht auf die leichte Schulter. Aber man gewöhnt sich daran. Und die Schönheit Deutschlands im Frühling und Sommer ist diese Geduld wert. Wer ist also erfolgreich? Ich sage das aufgrund dessen, was ich im Laufe der Jahren gesehen habe. Menschen, die sich in Deutschland behaupten und glücklich werden, haben gemeinsame Eigenschaften. Sie kommen vorbereitet, nicht überhastet, sondern durchdacht, mit mindestens grundlegendem Deutschkenntnissen. Sie sind finanziell vorbereitet und haben genug Ersparnisse für die Kosten der ersten Zeit. Sie machen sich auf den Weg, um etwas entgegenzugehen, nicht um vor etwas zu fliehen. Dieser Unterschied ist wichtig. Meistens Menschen, die den Ort wechseln, um ihre Probleme zu fliehen, begegnen denselben Problemen am neuen Ort. Erfolgreiche Menschen wissen Folgendes: Deutschland ist nicht perfekt, Amerika auch nicht. Aber welches ist besser für deine eigenen Werte und deine Lebenseinstellung? Was ist das Bild 2026? Brookings Institution hat bekannt gegeben, 2025 erlebte Amerika den höchsten Migrationsverlust seiner Geschichte. Es wird erwartet, dass diese Zahl 2026 noch weiter steigen wird. Nicht nur Junge, Familien, Berufstätige in der Karrieremitte, Rentner. Menschen, die sagen, das Gehalt in Amerika ist höher, aber die Lebensqualität in Europa ist höher, treffen diese Entscheidung nicht mehr nur in den sozialen Medien, sondern auch in der realen Welt.
Ein Vater aus Berlin sagt, in Deutschland schicke ich mein 5-jähriges Kind zur Schule und es gibt dort keine Übungen für einen aktiven Schützenangriff im Kopf. Das ist ein Satz, aber er enthält sehr viel. Was soll ich zum Schluss sagen? Ich habe dieses Video nicht gemacht, um dich irgendwo hinzubringen, sondern um dir zu helfen, die richtigen Fragen zu stellen. Deutschland ist kein Paradies, bürokratisch, langsam, harte Winter, fremde Sprache. Aber das Gesundheitssystem funktioniert, die Miete raubt dich nicht aus. Wenn du Arbeit hast, sind deine Rechte geschützt. Du kannst eine echte Verbindung zu deinen Nachbarn bauen. Und wenn du am Ende jeden Monats auf dein Konto schaust, wächst dein Geld. Sind dir diese Dinge wichtig? Die Antwort kennst du selbst. Wenn du dieses Thema tiefer erforschen möchtest, kannst du auf Seiten wie Nambiao, OECD und Statista aktuelle Daten selbst prüfen. Ich ziehe immer vor, mit Daten zu sprechen. Schreibt in die Kommentare, was würdet ihr tun? Würdet ihr Deutschland